bin total aufgeregt. Ich bin am Flughafen Hamburg und ich fliege jetzt nach Italien. Denn ich habe mir einen Kindheitstraum erfüllt und mir einen historischen Fiat 500 gekauft. Und den will ich jetzt abholen und auf eigener Achse zurück nach Hamburg fahren. Mal gucken, ob das klappt. Schon als kleines Kind war ich in den Fiat 500 verliebt. Also natürlich nicht in den aktuellen, sondern in den alten. Und ich habe beschlossen, wenn ich mal groß bin, kaufe ich mir einen. Und so langsam ist mir der Gedanke gekommen, vielleicht bin ich ja jetzt groß. Seit einer ganzen Weile habe ich jetzt die italienischen Kleinanzeigenseiten beobachtet und mein Freund Lorenzo in Italien hat auch einige Autos für mich angesehen. Die meisten sehen auf den ersten Blick super aus, aber wenn man mal drunter guckt, stellt man fest, durch den TÜV kommt man damit auf keinen Fall. Jetzt war aber doch ein Auto dabei, das einen guten Eindruck machte. Und zwar erst auf den zweiten Blick, weil die Fotos in der Anzeige so schlecht waren. Und das habe ich gekauft. Lorenzo, ohne den das alles sowieso überhaupt nicht geklappt hätte, hat für mich den Deal abgewickelt. I did it. I bought the car for you, Florian. Und den Fiat aus Pavia zu sich nach Bologna geholt. Das Auto fährt also auch. Ich fliege jetzt von Hamburg über Amsterdam nach Bologna, wo ich ein paar Tage bei Lorenzo bleibe. Und dann werde ich in 3 Etappen nach Hause fahren und unterwegs alte Freunde besuchen. Die erste Etappe soll über den Brenner bis München gehen. Da besuche ich Neil Mitra, der ist Keyboarder bei der Band Faun. Danach geht es weiter nach Nordhessen in die Nähe von Eschwege. Da betreibt der Schauspieler Lutz Jahr, in Mittelalterkreisen auch bekannt als Lutzelot, sein Weintheater Gräbendorf. Und dann geht es am nächsten Tag zurück nach Hamburg. Immer vorausgesetzt, dass alles klappt. Jetzt bin ich erstmal am Flughafen Guglielmo Marconi in Bologna. Und das ist Lorenzo. Am nächsten Morgen habe ich mir meine Neuanschaffung zum ersten Mal aus der Nähe angesehen. Ich glaube, ich habe keinen Schrott gekauft. Den verbauten Sportauspuff wird mir der TÜV wohl nicht durchgehen lassen. Aber zum Glück hat mir der Vorbesitzer den Originalauspuff mitgegeben. Außerdem habe ich noch eine Riesenmenge Ersatzteile dazu bekommen, unter anderem eine neue Ölwanne. Denn der Kleine verliert etwas Öl. Allerdings ist es wohl auch fast unmöglich, einen alten Fiat 500 komplett dicht zu bekommen. Klingt eigentlich ganz gut. Hey Neil, was hältst du davon, wenn wir meinen Fiat samplen? Werfen wir noch einen Blick in den Kofferraum. Hier gibt es außer dem Tank noch den Original-Wagenheber, das Original-Bordwerkzeug und einen prima italienischen Feuerlöscher, den man hoffentlich nicht brauchen wird. Als erste Amtshandlung habe ich erstmal den Schaltknauf abgebrochen, aber der war offensichtlich auch schon geklebt. Dann haben wir erstmal eine Probefahrt gemacht. Das Schalten muss ich noch üben, denn der Cinquecento hat ein unsynchronisiertes Getriebe und muss daher mit Zwischengas und Doppelkuppeln geschaltet werden. Bei der Gelegenheit haben wir auch noch ein paar lustige Fotos geschossen. Und Lorenzos Freund Davide hat ein paar tolle Drohnenaufnahmen beigesteuert.
Ansonsten haben wir noch ein bisschen Sightseeing in Bologna gemacht. Und natürlich lecker gegessen. Am Abend vor der Abreise habe ich nochmal vollgetankt. Der Tank fast 23 Liter. Vorsichtshalber habe ich nochmal fast die gleiche Menge in Kanistern dabei. Während ich getankt habe, hat sich Lorenzo kluge Ratschläge angehört. Lorenzo, do fastidio? No, dai a telecamera. Ah, con questo, cacciafuoco, scusami. Prego qua Lorenzo. Quando la 500, essendo fa tanti chilometri, quando si scalda il motore, dipende, questa è aria. Sì. Il serbatoio va messo un poco tondo, perché lubrifica i pannelli che fai i chilometri. È lo stesso dell'olio motore, lo stesso olio? Quello fa il motore come metti, pure l'olio viscente, Sì. che praticamente lubrifica sempre il motore e lo fa riscaldare di meno. Essendo che questa è aria. Sì, certo. Può fare un po' tragitto, capito? Certo. Se l'olio lo permette a riscaldare di meno. C'è uno ci ha fatto 600 milioni di ancora avanti. Ogni tanto una tiratella che taglia una pulita, ogni tanto quindi la bella sistemata. Sono un po' di cambia all'olio, perché tanto è un po' sta che gli fai quello che gli serve, questo è a posto. L'unico problema è che c'è nelle macchine vecchie i cuscinetti. Und damit bin ich aufbruchsbereit. Und jetzt fahre ich nach München. Aber stopp! Das Video ist für meine Verhältnisse schon ganz schön lang und es wird Zeit, dass es mal veröffentlicht wird. Also kommt die Fahrt nach München und der Besuch bei Neil im nächsten Teil. Kleiner Profi-Tipp: Wenn ihr den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, werdet ihr benachrichtigt, wenn der nächste Teil rauskommt. Bis dann!